Wenn wir ehrlich sind, spielen wir oder haben wir mit dem Gedanken gespielt, den Van zu verkaufen. Eine andere Idee war wir wollen was Neues erleben. Wie lange wollen wir noch reisen? Sehr, sehr beeindruckend. Ja. Aber es ist extrem teuer, das muss man schon sagen. Beantworten wir die schon? Ist Familienplanung ein Thema für euch? Und ich hoffe, die Frage ist in Ordnung für euch. Helft, ich will dir doch nur helfen. Ich hab Bock auf einen Kuchen. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Wir haben uns Anfang der Woche gedacht, es wird irgendwie mal wieder Zeit für ein Q&A. Es ist schon eine ganz schöne Weile her, dass wir das gemacht haben und haben deshalb einen Beitrag gepostet auf YouTube und haben nach Fragen gefragt und bei Instagram auch einen Fragesticker gemacht, wo wir einige Fragen bekommen haben und die wollen wir heute nach und nach beantworten. Und sind schon ziemlich nervös, ein bisschen aufgeregt und freuen uns aber auch drauf, ein paar juicy Fragen zu beantworten. Eine können wir direkt zu Beginn beantworten und zwar, wo sind wir gerade? Wir sind gerade im Norden von Argentinien, in der Region La Rioja. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ziemlich viel Pampa, ziemlich viel Wüste und trocken. Aber wir sind hier, im Hintergrund hört man vielleicht schon das Wasser ein bisschen, wie bei so einer kleinen Oase. Da kommt ein Fluss aus dem Canyon raus und ist hier richtig, richtig schön. Und ja, fahren hier ein bisschen der Ruta 40 entlang. Eine nächste Frage. Die kann ich glaube auch noch hier auf dem Spaziergang beantworten, ist die grobe Route die nächsten Monate. Wie sieht die grobe Route die nächsten Monate aus? Regionen, Schrägstrich Länder, was wir dort machen oder ob wir überhaupt dahin wollen. Ich glaube, ich kann dafür uns beide beantworten, für Basti und mich, weil ich mache ja meistens die grobe Routenplanung zumindest. Ja, die grobe Route sieht ungefähr so aus, dass wir jetzt im Wechsel Argentinien und Chile Richtung Süden nach Patagonien bereisen. Also wir werden jetzt hier die Ruta 40 noch ein bisschen weiterfahren in die Region Mendoza. Da soll es sehr guten Wein auch geben. Und von da aus geht es dann wieder Richtung Chile, in die Region Valparaiso, wo auch Santiago de Chile liegt und vielleicht auch noch mal ein bisschen ein Abstecher an die Küste, wir wissen es noch nicht genau. Und da nehmen wir dann die Carretera Austral, die zur Ruta 40. Sie gehen nicht parallel, aber das sind die beiden beliebtesten Panoramastraßen Richtung Süden. Und ja, dann geht es Richtung Patagonien und da wird es so einiges zu sehen geben. Da würde ich jetzt wahrscheinlich Ewigkeiten brauchen, um das alles aufzulisten, was wir da gerne sehen möchten. Wir sind gespannt, wie das wird mit Hund, weil sowohl in Argentinien als auch in Chile sind in den Nationalparks Hunde komplett verboten. Es wird auf jeden Fall einen höheren organisatorischen Aufwand haben, dann da in die Nationalparks zu gehen und sich das anzugucken. Den Perito Moreno Gletscher wollen wir uns auf jeden Fall angucken und wir wollen auf jeden Fall diese Länder sehen. Und geht dann runter bis nach Ushuaia und von da aus geht es dann wieder Richtung Norden. Weiter südlicher geht es nämlich nicht.
So, auch nochmal einen guten Morgen von mir. Ich habe schon beantwortet, wo wir sind und was so ungefähr die grobe Route ist, weil ich die ja sowieso plane. Ja, das stimmt. Und die nächste Frage wäre, wie oder wann hattet ihr die Idee für diese Reise? Für Vanlife allgemein oder für Ich denke schon, dass es um die Panamerikaner die Panamerikaner? Willst du anfangen? geht. Ja, allgemein fürs Vanlife war in Neuseeland eigentlich, wo wir uns einen Camper für 2 Wochen gemietet hatten und uns die Art und Weise des Reisens ziemlich gut gefallen hat, weil wir da schon mehrere Monate auch mit dem Rucksack unterwegs waren und dann irgendwie so im Van unterwegs zu sein, war schon nochmal besonderer irgendwie. Ja, war irgendwie richtig cool. Neuseeland war natürlich auch super krass und eins unserer absoluten Lieblingsländer. Und danach haben wir eigentlich ziemlich schnell beschlossen, dass wir auf jeden Fall einen Van haben wollen. Ja. Und haben uns dann auch drum gekümmert. Aber Kanada und Panamerikaner war da noch nicht so das große Thema. Nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht. Ich glaube, wir hatten schon immer so ein bisschen den Traum und ich sowieso mit dem eigenen Van in Nordamerika rumzufahren. War schon ein paar Mal in den USA, aber noch nie in Kanada. Aber wir haben gedacht, das ist irgendwie gar nicht möglich. Also, ja, und danach haben wir auch irgendwie gar nicht das Fahrzeug ausgewählt. Nee, das stimmt. Weil oft auch die Frage kommt, würden wir mit dem Fahrzeug, das die Panamerikaner nochmal fahren oder mit einem anderen Fahrzeug oder haben wir das Fahrzeug extra dafür ausgewählt, aber eigentlich gar nicht, weil wir das noch gar nicht im Kopf hatten am Anfang. Also wir haben es eigentlich wirklich nur für Europa. In Europa waren wir ungefähr 1 Jahr unterwegs. Und da hat sich dann eigentlich so ein bisschen entwickelt, dass wir erst ein bisschen rumgesponnen haben. Es wäre schon cool, doch nach Nordamerika zu verschiffen. Und dann haben wir irgendwie mal einen Artikel gelesen, dass das ja funktioniert und dass man sein Auto verschiffen kann. Ja. Und dann die Kosten nicht so exorbitant teuer waren, wie wir gedacht hätten. Ich glaube, mittlerweile ist es schon deutlich teurer als noch vor irgendwie 10 Jahren oder so. Ja. Aber nichtsdestotrotz haben wir dann einfach mal durchgespielt, wie es wäre, wenn wir verschiffen würden. Und haben da einfach so immer ein bisschen mit dem Gedanken gespielt und geträumt. Und irgendwann haben wir gedacht, warum eigentlich nicht? Ja, stimmt. Würdet ihr beim nächsten Mal mit einem anderen Auto reisen und falls ja, mit welchem? Also, wir haben mal gesagt, für diese Reise, die wir gemacht haben, diese gesamte Reise, ist es schon das perfekte Fahrzeug. So mit Stehhöhe, mit Bett drin und Mit ein bisschen Privatsphäre, dass auch wenn wir mal in Städten sind oder irgendwo, wo es halt dicht besiedelter ist, dass man sich halt abstellen kann, die Türen geschlossen halten kann und man halt so einen eigenen privaten Raum hat. Auf Parkplätzen, so Walmart oder so, dann nicht im Dachzelt zu schlafen irgendwie, das ist ja auch nochmal... Das kommt nicht oft vor, aber öfters als man denkt vielleicht. Ja, es ist so ein guter Allrounder einfach. Ja. So, der so für alle Fälle irgendwie echt richtig gut war. Wir sind jetzt ja auch richtig gut über die Panamerikaner in Südamerika gekommen. Klar gab es Stellen, wo wir vielleicht mal nicht lang konnten. Aber das war jetzt auch nicht so schlimm. Dann sind wir halt andere Strecken gefahren, haben anderes erlebt. So. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, wir haben was verpasst. Nee, also das, was wir ausgelassen haben, haben wir bewusst ausgelassen. Da hätte es bestimmt auch Wege gegeben, dahin zu kommen. Und ich sag mal, wenn wir ein anderes Fahrzeug gehabt hätten, wo wir dann diesen Weg gemacht hätten, hätten wir was anderes dafür ausgelassen, was wir jetzt vielleicht gemacht haben stattdessen. Also man muss immer was auslassen. Würde ich ein anderes Fahrzeug nehmen, wenn ich nur Südamerika machen würde? Ja. Wahrscheinlich schon. Okay, weißt du auch welches? Da gibt es natürlich verschiedene Varianten, was man da nehmen könnte, aber ich glaube, es wäre ein kleineres Fahrzeug als das hier. Ja. Aufgrund der Tatsache, dass so ein Van mit Bodenfreiheit, mit 4x4 und so, glaube ich, echt teuer wäre. Ja. Aber deshalb haben wir ja auch den Panamerikaner-Chat in unserem Podcast. Da interviewen wir ja ganz viele andere Reisenden mit ganz vielen unterschiedlichen Fahrzeugmodellen, die dann mal aus ihrer Perspektive erzählen mit ihrem Fahrzeug, weil wir können uns das halt nur vorstellen jetzt auch, aber auch nicht aus Erfahrung sprechen. Ja. Und deshalb, hört am besten immer in die Panamerikaner-Chats rein. Da erzählen die Menschen von ihren Erfahrungen in ihren Fahrzeugmodellen. Ja, so, genug zum Fahrzeug. Okay, nächste Frage wäre, würdet ihr in Ushuaia eine Antarktis-Tour machen? Liebend gern würden wir das tun. Also wir würden das, also es ist wirklich schon echt, glaube ich, eine Erfahrung, die man nicht so schnell vergisst. Und eigentlich seit wir losgefahren sind, träume ich davon. Aber es musste so viel organisatorisch zusammenfallen und passen,
dass wir das machen könnten. Weil einfach, also wir können Peppy nicht mitnehmen. Wir müssten eine Unterkunft für Peppy finden, wo Peppy sich sowohl mit Mensch als auch mit den anderen Hunden verträgt. Und das ist nicht so einfach. Und das ist nicht so einfach und würde auch mehr Zeit in Anspruch nehmen, weil wir dann immer wieder dahin kommen müssten. Und also, dass Peppy die halt eben kennenlernt. Oder vielleicht, dass Freunde da sind von uns, die dann Peppy nehmen könnten. Und dann muss es aber auch zu dem Zeitpunkt, es gibt quasi Last-Minute-Angebote dort vor Ort. Man kann in Ushuaia da am Hafen stehen und jeden Tag zu den Anbietern gehen und fragen, ob sie noch Last-Minute-Plätze frei haben, die dann bis zu 50% günstiger sind. Was immer noch teuer ist. Was immer noch teuer ist, aber das müsste es halt auch zum richtigen Zeitpunkt geben. Und ja, deshalb, also es muss viel zusammenpassen, dass das irgendwie klappen könnte. Und wenn es klappt, dann auf jeden Fall, wenn das irgendwie sich zusammenfügt. Ja, mal gucken. Mal schauen. Ihr werdet es auf jeden Fall als erstes erfahren. Ja. Wollen wir für die nächsten Fragen rausgehen oder wollen wir die Kategorie langsam noch wird es auch wieder warm. Wir sehen uns draußen. Steht hier? Mein wundervoller Stuhl. Okay. Next question. Yes. Was sind unsere absoluten Highlights aus Peru? Aus Peru? Ja. Fang mal an. Also auf jeden Fall das Huascaran-Gebirge, die komplette Cordillera Blanca da. Ja. Mit den Pastorori-Gletscher, Laguna 69, Laguna Paron. Da gibt es so viele Wanderungen, die man machen kann. Das ist einfach, also das ist mein absolutes Peru-Highlight, wirklich. Ich meine, so die abwechslungsreiche Landschaft da ist einfach Der Knaller, ja. Dann auf jeden Fall das Kolkatal auch. Also Kolkatal war für mich auf jeden Fall auch ein mega Highlight wegen der Kondore, die zu sehen waren. Das war Wahnsinn. Ja. Also es ist ja oft so, dass wir irgendwie immer nicht so die Hoffnung haben, dass wir, wenn ein Gebiet bekannt ist für bestimmte Tierarten, dass wir die auch wirklich sehen. Und da ist es so, dass man wirklich so viele Kondore sieht und das war sehr, sehr beeindruckend. Ja, und da kommt einem dann halt auch wieder die Art zu reisen mit dem Van. Hat uns da mega gut reingespielt, wenn man da einfach an einem Aussichtspunkt übernachten kann und dann die Kondore sind früh morgens und später am Abend aktiv und kann dann da einfach als erstes sich hinsetzen mit einem Kaffee und einfach die Kondore stundenlang beobachten, wie sie da segeln. Die schlagen ja kaum mit den Flügeln, eigentlich nur beim Losfliegen und dann... Hab da wird gegleitet. Ja, das ist echt abgefahren. Also wirklich, und also nicht nur Kondore, sondern jegliche Art von großen Vögeln gefühlt waren da unterwegs. Also es war richtig, richtig, richtig schön. Also das auf jeden Fall noch. Und ja, das Heilige Tal war schon auch echt richtig cool. Wir waren ein bisschen überfordert mit den ganzen touristischen Massen, die es da nun einfach mal gibt, weil es einfach beeindruckend ist. Ja? Ein beeindruckendes Ziel ist und viele Menschen das gerne sehen möchten. Und wir haben auch unsere Stellen gefunden, wo nicht so viel los war. Und dann zusammen mit dem Team noch, mit dem Fernseh-Team, haben wir einfach so geniale Erfahrungen gemacht da. Ja. Vom Kleidung färben, wo wir immer noch ein Armband von haben, was uns immer daran erinnert. Ich habe es beim Duschen abgenommen und nicht mehr dran gemacht. Und also es war echt einfach cool. Ja, gab viele Highlights. Ja, Alpakas. So. Alpakas sind einfach auch schon allein ein Highlight, weil die so niedlich sind. Ja. Und Vicunias. Ja. Wart ihr auf der Tour schon mal krank? Und wenn ja, wie habt ihr das organisiert? Oder gemeistert, nicht organisiert? Gemeistert, ja. Haben wir das gut gemeistert? Also wir waren sehr, sehr, sehr lange nicht krank. Basti ist einmal an Corona erkrankt, als ich zu Hause war für ein paar Tage, weil mein Papa 60 wurde.
Wie hast du das so gemeistert? Geht so gemeistert. Peppy war, glaube ich, die Leidtragendste von dem Ganzen, denn ich konnte nicht so oft mit ihr irgendwie rausgehen, immer nur kurze Runden, weil das hat mich schon ganz schön umgehauen. Und es war in der Zeit in Florida, wo es extrem heiß war. Und Ich glaube, da fand es Peppy auch nicht so schlimm, dass sie nicht so viel gehen musste. Bei der ja, aber das Hitze. Problem war, ich habe dann irgendwann einen Spot bei iOverlander rausgesucht, wo ich dann gehört habe, da sind Toiletten und all so ein Zeugs. Und dann habe ich gedacht, okay, dann stelle ich mich da hin. Da war aber absolut kein Schatten, gar nicht. Und ich konnte aber auch keinen Meter mehr weiterfahren. Und deswegen bin ich da irgendwie für 4, 5 Tage stehen geblieben. Mein Essen, was ich geholt habe, war aus der Vending Machine. Also da habe ich immer so ein paar Gott, Riegel oh Gott. mir da rausgeholt und mal ein Sprudelwasser. Immerhin gab es da sowas. Und da war eine große Grünfläche, wo ich mit Peppy laufen konnte. Das haben wir nicht oft gemacht. Ich habe alles abgedunkelt da drin und war für 5 Tage im Van. Das war nicht schön. Also gemeistert, ja, ging so. Ja, also es ist schon nochmal eine andere Nummer, im Van krank zu sein, auf Reisen, auf so kleinem Raum. Ja, Also ansonsten sind wir eigentlich komplett verschont geblieben, bis wir in La Paz in Bolivien uns eine Lebensmittelvergiftung zugezogen haben. Das ging dann so weit, dass wir gesagt haben, da können wir nicht im Van bleiben und Ja. haben uns dann ein Airbnb gebucht für 2, 3 Tage, weil ja, wir haben eine kleine Trenntoilette im Van, aber für 2 Lebensmittelvergiftung Lebensmittelvergiftungen. für 2 Menschen hat es dann nicht gereicht und wir waren sehr froh, dass wir uns da so eine kleine Wohnung mieten konnten für ein paar Tage und uns ausruhen und auskurieren konnten. Wir hatten auch noch nichts, wo man hätte irgendwie zum Arzt gehen müssen und irgendwie eine größere Untersuchung oder sonst Toi, toi, irgendwas, toi. genau. Sondern das waren halt die gleichen Methoden, die man zu Hause auch macht, einfach auskurieren und irgendwie Ja. kann man nicht viel machen. Deswegen haben wir da, glaube ich, noch recht Glück gehabt Ja. bisher. Ob das jetzt eine große Erkältung war oder sonst was, das war nur so diese Klassiker. Ja, Erkältung auf 4000 Meter macht auch nicht so viel Spaß, Ja, kann ich sagen. Aber ja, so insgesamt sind wir da echt ganz gut. ganz gut durchgekommen, Ja. würde ich sagen. Da Ja. haben es manche schon schlimmer erwischt. Ja. Der nächste Punkt wären 2, 3 Fragen mit Hund. Okay, aber da muss ich meine Jacke ausziehen. Ja. Okay, Weiter geht's. 2, 3 schnelle Fragen. Die erste schnelle Frage ist, was bekommt Pepper zum Futtern? Peppy bekommt Trockenfutter schon seit Beginn der Reise und verträgt eigentlich auch so ziemlich alles. Also sie hatte irgendwie nie Unverträglichkeiten, was es uns ziemlich leicht gemacht hat. Und entlang der Panamericana bekommt man eigentlich überall gut qualitatives Futter. Manchmal, also in kleineren Dörfern oder so natürlich eher weniger, aber wir versuchen schon immer in Großstädten, jetzt vor allem hier in Südamerika, immer aufzustocken. Wir haben eine große Box hinten in der Garage, wo wir das Futter aufbewahren und ja, so sind wir eigentlich noch nie irgendwie in die Situation gekommen, dass es kein Futter gab oder so. Nö. Also alles irgendwie ziemlich entspannt. muss Peppy ich ist da sagen. relativ einfach. Ja. Sie hat mal ihre Phasen, wo sie dann, Ein Futter mal nicht so mag. aber auch nur am Anfang. Ja. Irgendwann sagt sie sich, ja gut, komm, dann esse ich das auch. Ja, Das ist immer ganz gut. ja. Und wir gucken immer, dass so ungefähr die gleichen Inhalte, also die gleichen Zutaten drin sind. Und ansonsten funktioniert das echt wunderbar. Aber ich würde auch behaupten, für Hunde mit Allergien oder so irgendwie bekommt man hier ziemlich gut Ja. Alternativen. Also Futter, was ich hier immer gefunden habe, was wir jetzt nicht so gerne verwenden, ist von Royal Canin. Das gibt es überall. Das Mhm. haben wir wirklich durchgehend in jedem Land gefunden. Ja. Nächste Frage. Gab es bei den Grenzübertritten Probleme mit Hund? Probleme, also dass wir mal Probleme hatten in dem Sinne, dass es schwierig war einzureisen, hatten wir nicht. Probleme eigentlich immer nur vorher mit den Papierorganisationen. Das dauert mal länger, mal kürzer. Ja. Man muss schon im Voraus gucken und planen, wie viel Vorlauf braucht man für die Papiere, um dann und dann über die Grenze zu gehen.
Beispiel ist, dass sie Antiparasiten-Tabletten bekommen muss 15 Tage, bevor man einreist. Das Zertifikat selbst ist aber nur 10 Tage gültig, bevor man einreist. Also muss man 15 Tage vorher zum Arzt gehen, damit sie den Antiparasitenkram bekommt. Dann wieder 10 Tage vorher zum Arzt, damit, ja, manche Ärzte, Tierärzte waren aber mittlerweile auch schon so, die einfach zurückgerechnet haben und dann die Daten gefälscht haben. Bitte? Noch nicht mal auf Anfrage, sondern einfach, die haben mich gefragt, wann wir einreisen wollen. Ich habe gesagt, dann. Und dann haben sie gesagt, ja gut, eigentlich hättet ihr dann und dann Antiparasiten nehmen müssen, aber wir tragen das jetzt einfach ein. Also manchmal hat es sehr unkompliziert funktioniert, manchmal war es sehr strikt. Jetzt vor allem hier in Chile und Argentinien ist es sehr, sehr strikt, wo sie wirklich darauf achten und die Papiere auch intensiv kontrolliert werden, damit auch alles passt. Und da muss man dann manchmal echt zum Tierarzt, zur Behörde, zur Bank laufen und die Bank überweist dann an die Behörde. Und sobald die Behörde dann die Bestätigung hat, dass bezahlt wurde, bekommt man erst die Papiere. Also man kann sagen, Probleme nicht. Es ist nur extrem viel Orga und Aufwand und Planung. Ja. Also das sind so Sachen, die muss man muss sich rechtzeitig drum kümmern, wenn man weiß, dass man irgendwann in ein anderes Land möchte, schon mal frühzeitig drum kümmern, wann müssen wir die Papiere fertig machen, weil es in jedem Land unterschiedlich ist. Ja. Und ja, ich glaube, Problem hatten wir eigentlich noch nicht. Einmal hatten wir Probleme in den USA, aber auch nur, weil wir uns zu spät darum gekümmert haben und es schwierig war, an die Infos zu kommen. Nee, zu spät waren wir nicht. Es war halt nur eben schwierig, an die Infos zu kommen. An die richtigen Infos, ja. Also das war ein längerer... Aber das war nur, weil wir mit dem Flieger ausgereist sind von USA nach Kolumbien. Also wer dazu noch irgendwie mehr Infos haben will mit dem Flugzeug aus den USA mit Hund raus, der kann uns nochmal schreiben. Das ist ein bisschen komplizierter. Ja, also die Landesgrenzen waren in Nordamerika eigentlich absolut gar keine Probleme. Ja. Da haben wir weder Zertifikate benötigt, noch wurde da irgendwas kontrolliert. Wir haben immer gesagt, wir haben einen Hund dabei und sie meinten so, ja, good for you. Allerdings haben sich da gerade auch die Richtlinien geändert. Das wollte ich gerade sagen. Zum 1.8.2024 haben sich da die Richtlinien geändert. Sobald der Hund mehr als 6 Monate, wenn er 6 Monate vor der Einreise in die USA sich in einem Tollwut-Risikoland befunden hat, was alle Länder sind, außer Mexiko und Kanada, dann braucht er ein bestimmtes Zertifikat. Und genaueres wissen wir aber auch noch nicht. Da muss man sich dann nochmal online besser informieren. Ja. Genau. Letzter Punkt geht tatsächlich auch wieder um die USA. Würdet ihr die Reise USA wieder mit Hund machen? Und sind wir dadurch doll eingeschränkt gewesen? Also in den USA, fand ich, waren wir echt nicht eingeschränkt. Man muss halt dazu sagen, also wir haben an sich nicht viele Nationalparks besucht, weil wir die USA davor schon bereist hatten und viele Nationalparks gesehen hatten. Man ist natürlich in Nationalparks durch einen Hund eingeschränkt. Kann man schon so sagen, weil man einfach nicht alles bewandern kann mit seinem Hund, sondern sich darum kümmern muss, dass man, wenn man die Wanderung gerne machen möchte, dass man entweder den Hund im Auto lassen kann oder ihn vorher irgendwo abgibt in eine Hundetagesstätte oder so. Man kann tatsächlich in den USA mit Hund in die Nationalparks reinfahren und oft sind sie auf Parkplätzen und Campingplätzen erlaubt. Und es gibt oft auch kleine Trails, wo dann explizit Hunde erlaubt sind. Ja, genau. Also das sind dann aber wirklich manchmal nur so 500 Meter Trails. Also die sind wirklich nicht weit. Aber positiv fanden wir schon, dass man tendenziell sie einfach mit reinnehmen kann. Ja. Und man, wenn das Wetter dann passt, auch mal 2-3 Stunden im Van lassen kann und dann einfach auf eine Wanderung losgehen kann und dann zurückkommt und mit dem Hund sich dann auf dem Parkplatz oder auf dem Campingplatz dann beschäftigen kann. Und das fanden wir schon ziemlich positiv, weil das ist jetzt hier in Südamerika zum Beispiel ganz anders. Da darf man mit Hund schon gar nicht reinfahren. Also da sind die wirklich komplett strikt. Deshalb fanden wir das jetzt in den USA für uns persönlich nicht einschränkend, vor allem weil in den National Forests und es einfach so viel Public Land gibt. Es gibt so viele schöne Strecken, die man mit dem Hund laufen kann. Und und auch Backcountry-Trips machen kann mit Hund, die nicht im Nationalpark liegen, die aber gleichbedeutend schön sind. Und
und wir uns dadurch halt einfach überhaupt nicht eingeschränkt gefühlt haben. Ja. Es ist sehr viel reguliert in den USA, wo Hund erlaubt ist oder verboten. Also öffentliche Strände sind zu gewissen Saisonzeiten einfach verboten mit Hund, aber es gibt auch immer genug Möglichkeiten, wo Hunde erlaubt sind. Empfanden wir zumindest so. Wir sind tendenziell aber dann eher nicht so Fan, Dinge zu besuchen, die speziell für Hunde erlaubt sind, weil es gibt Hundestrände. Ja, weil dann halt eben so viele Hunde da sind und Peppi dann einfach schnell überfordert ist und mit den Reizen nicht klarkommt und das dann für sie eher mehr Stress bedeutet als... aber zum Beispiel in San Diego als wir da waren über Weihnachten, durfte man bis morgens um 9 durfte man mit dem Hund an den Strand und dann haben wir einfach einen frühen langen Morgenspaziergang gemacht am Strand und dann war es über den Tag verboten und abends dann auch wieder erlaubt. Ja. Und ja, man muss sich einfach ein bisschen danach richten. Es ist eigentlich meistens immer Leinenpflicht in den USA. Und ja, das waren schon die Fragen zu den Hunden. Das ging schnell. Ja, ich habe Bock auf einen Kuchen. Ja. Kommen wir zum nächsten kleinen Fragenblock und zwar organisatorisches. Und da sind ja natürlich auch die Finanzen immer extrem wichtig. Da kriegen wir sehr viele Fragen zu und die erste Frage, die ich hier auf dem Zettel habe, ist, welche Kreditkarte benutzen wir eigentlich? Wir benutzen genau eine, also besser gesagt 2 Karten von einer Bank und zwar von der DKB. Und die meisten Reisenden, die wir treffen, die benutzen eigentlich auch die DKB. Ich glaube, Tomorrow ist noch eine Bank, mit der man gut reisen kann und Revolut auch. Aber irgendwie ist kein Wechselkurs so gut wie bei der DKB. Und deshalb, ja, damit reisen wir eigentlich schon seit Ewigkeiten, seit 2018. Ja, in Europa haben wir damit schon, oder ich habe die ehrlich gesagt schon seit Ewigkeiten. Und die hat immer gut funktioniert auf Reisen. Ja, genau. Also ja, DKB, Visa hat bisher in jedem Land funktioniert. Und dann haben wir die Frage bekommen, wie lange unser Erspartes eigentlich noch reicht, wie lange wir damit noch reisen können. Und gefragt wurde auch, wie lange wir mit den angesparten 80.000 noch reisen können. Woher kommt die Zahl eigentlich? Die Zahl wurde, glaube ich, in der Terra X-Doku genannt. Ja, ich glaube auch. Ja, also so viel hatten wir uns auch ungefähr angespart für die kompletten 2 Jahre Panamerikaner-Reise. Es dauert jetzt natürlich ein bisschen länger als die 2 Jahre. Wir sind ja aktuell gerade 2 Jahre unterwegs. Jetzt im August gerade erst war Reisejubiläum. Ja. Und so genau können wir das gar nicht sagen, wie lange wir mit den 80.000 hätten reisen können, weil wir uns ja nebenher die Reise auch noch mit YouTube unterstützen. Also wir bekommen nicht so viel Geld, dass wir die gesamte Reise dadurch finanziell abdecken, sondern wir leben schon noch sehr viel von unserem Ersparten. Aber wir konnten jetzt eben unsere Reise dadurch verlängern, dass wir eben Einnahmen generieren über YouTube. YouTube Ads, also die Werbung, die ihr seht in den Videos und auch von Kooperationspartnern, die wir immer mal wieder einbauen. Und ich glaube, die Frage war auch mit dabei, ne? Weil ein weiterer Punkt eben ist, dass man uns finanziell auch über Patreon unterstützen kann. Genau. Und da kam dann auch die Frage, was das denn genau ist. Und das ist eigentlich eine Plattform für Kreative, die sich da anmelden können, um so einen geschlossenen Raum zu haben, wo man eben finanziell den Kreativen unterstützen kann. Und wir bieten da dann einfach noch ein paar Extras. Wir teilen noch mal mehr unsere Gedanken, schreiben Einträge, die ein bisschen aktueller sind als unsere Videos, posten regelmäßig Videotagebücher, haben immer wieder
Community Calls, die uns sehr viel Spaß machen, wo wir auch mal unsere Zuschauer kennenlernen können. Und was genau ist denn ein Community Call? ein Community Call ist eigentlich ein Call, den wir alle paar Monate mal machen, wo wir ja über Zoom uns mit den Patrons, die uns dort unterstützen, zusammen telefonieren und dann einfach 1 bis 2 Stunden quatschen. Meistens eher 2 Stunden. Meistens eher 2 Stunden, ja. Aber ja, das macht uns unheimlich viel Spaß. Es ist richtig schön, auch mal einen Teil der Leute kennenzulernen, die uns zuschauen, die unsere Arbeit unterstützen. Und ja, das machen wir da alles. Es gibt unterschiedliche Abstufungen, wie man uns da unterstützen kann. Also wenn ihr das gerne näher kennenlernen möchtet, checkt das gerne mal aus. Der Link ist unten in der Beschreibungsbox. Und ja, wir freuen uns natürlich über jeden, der da vorbeiguckt. Und je nachdem, welche Abstufung ihr nehmt, kann es auch sein, dass ihr eine Postkarte bekommt. Ja, stimmt. Oh, habe ich da Bock drauf. Während du hier die wichtigste Arbeit erledigst, Das ist das Beste. könntest du ja die Frage beantworten, was wir machen, wenn das Auto kaputt ist in Südamerika und wir keine Ersatzteile haben. Ausnahmsweise haben wir diese Erfahrung mal noch nicht gemacht. Bisher sind wir nicht in die Bredouille gekommen, dass wir noch Ersatzteile brauchen. Doch, einmal tatsächlich, und das hatten sie auch. Es war nur extrem teuer. Ich glaube, das waren Bremsklötze, wenn ich mich recht entsinne. Die hatten sie vorrätig. Unser Modell gibt es auch in Südamerika, sowohl den Peugeot als auch den Citroën als auch den Fiat gibt es hier. Die Ersatzteile sind nur extrem teuer, aber immer noch günstiger, als wenn man das herschicken lassen müsste. Deswegen ist es hier deutlich besser als in Nordamerika. In Kanada und USA hatten wir viel, viel mehr Probleme, an Ersatzteile zu kommen. In Südamerika geht es Gott sei Dank. Und zum Glück mussten wir das auch noch nicht so oft testen. Bisher, toi, 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 ist hier noch nicht so viel kaputt gegangen. Und wie haben wir das dann in Nordamerika gemacht, als wir keine Ersatzteile hatten? In Nordamerika war es ein bisschen komplizierter. Da mussten wir tatsächlich nachher uns die Teile aus Deutschland schicken lassen. Wir haben sie dann in Deutschland bestellt zu Svennys Eltern. Die haben uns das dann zu der Werkstatt, in der wir gerade waren, haben das dann dahin geschickt. Das mussten wir 3-mal sogar machen. Das ist extrem teuer. Funktioniert tatsächlich relativ gut. Über DHL Express haben wir das innerhalb von 4-5 Tagen, haben wir die Teile, glaube ich, schon gehabt oder vielleicht maximal eine Woche. Ja, das ging ziemlich gut. Man kommt dann an die Teile, aber es ist extrem teuer. Das muss man schon sagen. Deswegen überlegt euch gut, wenn ihr nach Nordamerika oder Südamerika kommt, welches Fahrzeug ihr nehmt und informiert euch gut, ob es eure Teile dort gibt. Manche Teile bekommt man jedoch umso besser in den USA, wie zum Beispiel unser Fliegengitter für die Seitentür und für die Hecktür. Das war auch eine Frage, wo wir die herhaben, und die haben wir von einem amerikanischen Hersteller, Van Essential. Die haben wir erst hier gekauft, weil das Selbstgemachte, was wir an der Seitentür dran hatten, das war einfach viel zu porös und überhaupt nicht gemacht für Langzeitreisen. Das war nach Sonne, Staub und so ging das innerhalb weniger Wochen kaputt. Und ja, mit dem, was wir jetzt haben, sind wir eigentlich ziemlich zufrieden. Und wir sind richtig dankbar, dass wir auch hinten an der Hecktür eins haben, weil gerade in den heißen Ländern wie Kolumbien ist es so Gold wert, wenn man vorne und hinten komplett aufmachen kann und mit dem Ventilator dann auf Durchzug hat. Deshalb, ich weiß gar nicht so genau, ob es in Deutschland eine Alternative dafür gibt. Mittlerweile sendet Van Essential aber, glaube ich, auch nach Europa. Wir packen es auf jeden Fall mal unten in die Beschreibungsbox. Ein bisschen dauert es noch, aber es riecht echt gut. Aber können wir ja noch mal eine Frage machen. Ja, und zwar habe ich auch noch eine, nämlich, was haben wir eigentlich mit unserer Wohnung und oder Haus gemacht? Haus gab es gar nicht und wir hatten auch kein Eigentum. Also wir haben zur Miete in Köln in einer 3-Zimmer-Wohnung gewohnt und die haben wir auch gekündigt. Wir sind ja vor etwas mehr als 3 Jahren tatsächlich schon aufgebrochen und wussten damals auch noch gar nicht, wie lange. Also das war alles so auf unbestimmte Zeit. Deswegen haben wir uns gesagt, wir kündigen das alles und haben dann irgendwie nicht im Hinterkopf, dass wir uns ja um Zwischenmiete kümmern müssen, das vielleicht verlängern müssen. Und außerdem in der Zeit, wo wir den Van ausgebaut haben und schon aus der Wohnung raus waren, kam auch Peppi dazu. Und wir wissen gar nicht, ob
Peppi in der neuen Wohnung erlaubt wäre. Das haben wir eigentlich nie gefragt, weil die Diskussion gab es damals gar nicht mit unserem Vermieter. Da gab es Peppi nämlich noch nicht. Und ja, deswegen, wenn wir nach Hause kommen, gibt es keine Wohnung, kein Haus. Und wir müssen mal gucken, was wir machen. Hey, Pips. Richtige Kaffeekuchenzeit. Ja. Mit Fragen. Wir hatten schon vor lange keinen Kuchen mehr. Ja, stimmt. Okay. Die nächste Frage wäre, Für die lecker. merkt ihr das? Die nächste Frage ist nämlich, seid ihr auch mal schlecht gelaunt und streitet euch? Niemals. Niemals. Willst du? Ich lasse dir den Vortritt. Ich würde sagen, natürlich streiten wir uns auch mal. Und wir sind auch mal ganz besonders auch mal schlecht gelaunt. Aber ich würde sagen, gar nicht, weil wir uns streiten, sondern einfach, weil man mal schlecht gelaunt ist. Aber ich glaube, dass wir uns so richtig fetzen oder so, das kam eigentlich noch nie vor. Es ist denn, ich weiß nicht, irgendwie mal, ja, dass einer schlecht gelaunt ist und irgendwie zickt man sich ein bisschen an, aber das ist auch schnell geklärt, würde ich sagen. Es liegt nicht in unserer Charaktereigenschaft, dass wir uns Nee, laut fetzen. wenn vieles zusammenkommt, wenn sowieso schon irgendwie die Laune aufgrund von, keine Ahnung, wenn was mit dem Van nicht stimmt und dann noch was und noch was. Oder die Mikros nicht funktionieren, Genau. nachdem man den ganzen Tag bei den krassesten Wasserfällen Zum Beispiel. verbracht hat. Und Aber auch das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir ja nicht richtig streiten und richtig uns irgendwie fetzen oder so, sondern wenn ist die Laune immer schlechter, dann sprechen wir darüber und dann ist es ziemlich schnell gegessen. ja, Aber ja, also so ein kleiner Raum, da bleibt es nicht aus, dass es irgendwie auch ja, mal... es ist ja auch einfach, ich meine, unser Leben geht ja trotzdem weiter, nur weil wir so krasse Abenteuer erleben und so lange unterwegs sind und so lange reisen, ist es ja irgendwie ein Lebensabschnitt, wo wir trotzdem weiter wachsen, leben, Ja, Entwicklungen durchmachen, wo man sich halt auch einfach mal fetzt. naja, nicht fetzt, haben wir ja gerade beschlossen. Ja, aber halt, Ja, das ist ganz normal, wie alle zu Hause auch. Also das... ja. Ich glaube, es gibt auch niemanden, der sagt, nur weil man im Van lebt und durch sonst wo lang fährt, dass man sich deswegen nicht streitet. Also das ist ja Quatsch. Nee. Und wir können ja auch nicht sagen, ja, das klären wir, wenn wir zu Hause sind oder so. Nee, das können wir sagen, aber dann würde sich ganz schön was ansammeln. Ja. Nächste Frage. Wieso für und nicht Amrum? Fast eine Entweder-Oder-Frage. Ja, schaltet dazu im Podcast ein, dann nehmen wir das mit auf. Für oder Amrum? Nein, wir beantworten das jetzt natürlich auch. Ja. Und wieso? Naja, für ist einfach die Insel, die wir beide schon als Kinder im Urlaub bereist haben. Also unsere Eltern, also meine Eltern und deine Eltern. Meine Eltern vielleicht noch mehr mit uns. Wir sind eigentlich jedes Jahr nach Föhr gefahren zum Familienurlaub und das... Wir mussten immer zwischen Dänemark und Föhr entscheiden. Ja, es war irgendwie wie für mich ist es wie eine zweite Heimat, weil ich die Insel eigentlich genauso gut kenne wie das Dorf, in dem ich groß geworden bin. Und ja, Amrum ist nicht weniger schön. Amrum ist vielleicht noch die naturbelassenste Insel von den Nordseeinseln da oben. Man kann ja ein bisschen Werbung machen für den heimischen Tourismus. Also es lohnt sich wirklich sehr, an die Nordsee zu fahren. Aber ich war jetzt auch noch nicht oft auf Amrum, muss ich sagen. Wir sind auch immer nach Föhr gefahren, wenn wir irgendwie dahin gefahren sind in die Gegend. Ja. Und uns gefällt es da extrem gut. Wir haben ganz viele Sachen da erlebt. Wir haben da geheiratet. Das ist einfach unser Wohlfühlort in Deutschland. Das leckeres Essen. Ja, die Luft, Natur, das Essen, das Meer, die Strände. Das ist einfach, Föhr bedeutet Erholung pur. Ja. So, genug Werbung. Das ist einfach fantastisch, um es in Föhr-Marketing zu sagen. Oh Gott. Wie sehr vermisst ihr Butterbrezel? Also, klar, Butterbrezeln sind der Knaller. Aber es gibt Sachen, da hat man irgendwie mehr Jieper drauf, weil Butterbrezeln hat man hier und da ja schon mal auch bekommen. Es liegt daran, weil du Norddeutsch bist. Das können Norddeutsche nicht so nachvollziehen wie Süddeutsche, glaube ich. Süddeutsche Menschen. Ja, das Ich glaube, stimmt. Norddeutsche haben auch schon gerne eine gute Brezel.
Aber Ja, ich vermisse eher das Franzbrötchen als die Butterbrezel. Brezel gehört im Süddeutschen einfach, das ist Kulturgut. Da müsste ein UNESCO-Weltkulturerbestempel drauf. Aus Franzbrötchen schon eher. Die nächste Entweder-oder-Frage, Franzbrötchen oder Butterbrezel? Aber die Vorfreude auf eine gute Brezel mit Butter ist schon sehr groß. Ja. Aber schreibt ihr mal in die Kommentare, Butterbrezel oder Franzbrötchen? Welches Team seid ihr? So, haben wir das auch nochmal mit aufgenommen. So, eine weitere und letzte Frage, die unter die Rubrik Privat fällt, ist Familienplanung ein Thema für euch? Und ich hoffe, die Frage ist in Ordnung für euch. Wir haben irgendwann mal gesagt, dass jede Frage gestellt werden darf. Deswegen habe ich sie auch mit aufgenommen und sie nicht übersprungen. Beantworten wir auch jede Frage? Naja, ist das schnell beantwortet. Aktuell nicht. Ja, also wir können uns gerade mit dem Lebensstil, den wir haben, also es ist ein Thema für uns, wir besprechen das auch regelmäßig, aber so wie wir aktuell leben, können wir es uns nicht vorstellen, Kinder zu haben. Und vermissen es auch gerade nicht. Nee. Eine Fellnase haben wir ja. Ja, die braucht Aufmerksamkeit genug. Jetzt essen wir aber erstmal den Kuchen auf, sonst schmatzen wir hier die ganze Zeit ins Mikro. Ich kann aber auch nicht warten, weil der ist noch warm. Mit Schoko, mit so einem Schokokern. Was ist das eigentlich? Das ist da reingemacht. Ja, so Schokodrops. Drops. Mega lecker. So. Holz sammeln für heute Abend. Ich glaube, wir können mal so da vorne, da war noch ganz gut was. Ich hätte noch eine nächste Frage. Hau raus. Wie lange wollen wir noch reisen? Das ist eine interessante Frage. Beantworten wir die schon? Klar. Okay. Also der Plan ist, dass wir uns vorgenommen haben, zum ersten Geburtstag von unserem Neffen zu Hause zu sein. Und das wäre Anfang Februar. Und dementsprechend haben wir uns vorgenommen, Anfang Februar auch zu Hause zu sein. Und dementsprechend ist es gar nicht mehr so viel Zeit. Ist auch irgendwie ein komisches Gefühl, dass wir uns jetzt schon so ein Datum gesetzt haben. Aber wir fühlen uns auch total gut damit. Haben noch richtig Lust, diese letzten 5 Monate in Südamerika zu verbringen und freuen uns extrem auf zu Hause. Wo ist denn Schock? So, während Basti hier fleißig Holz sammelt, beantworte ich die nächste Frage. Nehmt ihr euer Auto nach Ende der Reise wieder mit nach Deutschland und rentiert sich das wertmäßig? Was, glaube ich, ganz gut auch mit der nächsten Frage zusammenpasst. Werdet ihr nach der Panamericana weiter mit dem Van reisen oder habt ihr genug? Also, wenn wir ehrlich sind, haben wir mit dem Gedanken gespielt, den Van zu verkaufen hier in Südamerika, da es hier doch ganz gute Optionen gibt und es auch einfach Reisende gibt, die Interesse haben, Vans hier direkt vor Ort zu kaufen, damit man sich nicht um die Verschiffung und alles kümmern muss. Und es einfach, wenn man mehr wertmäßig darüber spricht, ja, irgendwie für uns kostengünstiger wäre, den Van hier zu verkaufen, anstatt ihn mit nach Hause zu nehmen, wo die Verschiffung dann Geld kostet, TÜV Geld kostet. Wir müssen ihn wieder ready machen für den TÜV. Einfach, also wirklich einfach nochmal komplett, also das müsste man wahrscheinlich auch machen, wenn man ihn verkauft, aber nicht so TÜV-intensiv, wie man das vielleicht in Deutschland machen müsste. Ja. Und deswegen also wenn irgendein Käufer unseren Van kaufen würde für einen ordentlichen Preis, haben wir schon echt damit mit dem Gedanken gespielt, ihn zu verkaufen. Aber es spielten jetzt so ein paar Sachen noch rein. Einmal ist es tatsächlich, dass wir jetzt so ein Enddatum haben und wir uns irgendwie auch nicht mehr darum kümmern wollen würden, diesen Schritt zu gehen, den Van hier zu verkaufen, weil das noch so viel Papierkram gewesen wäre und wir auch irgendwie uns jetzt so vom Kopf her noch gar nicht trennen können von unserem Van. Ja.
und den auch gerne haben möchten, wenn wir nach Hause kommen. Dann machen wir den wieder fit. Ja. Dann haben wir auch einen richtig, richtig coolen Van und haben auch was, in dem wir leben können. Denn wir haben ja schon erzählt, wir haben ja keine Wohnung mehr. Stimmt. So, also irgendwo drin müssen wir ja leben. Und deswegen ist es ganz gut, wenn wir trotzdem noch den Van haben. Ja, das stimmt. Ich wollte euch ein bisschen länger auf die Folter spannen, aber Ja, sorry. Basti hat mit der Sprache rausgerückt. Also ja, wir nehmen ihn wieder mit nach Hause. Aber da steckt so viel Herz drin. Wir haben alles Ja. selber ausgebaut. Wir haben so viel erlebt. Den emotionalen Wert kann, glaube ich, keiner Ja, dafür ersetzen. ja, einmal das, den emotionalen Wert, wie viel Schweiß wir da reingesteckt haben, um den auszubauen. Das sind ja Sachen, die man irgendwie gar nicht zurückbekommt. Und ja, wir haben uns jetzt dazu entschieden, den zu behalten. Erstmal. Ja. Was dann in Deutschland passiert, müssen wir mal gucken. Wir werden auch ein bisschen weiter im Van reisen, aber es gibt da ja noch so ein paar andere Zukunftspläne. Der tut richtig weh, ne? Ja. Oh, das große Kind. Oh, stopp! Hey! Peps, ich will dir doch nur helfen. Findest du nicht so cool? Die nächste Frage, ob wir nach Neuseeland oder nach Australien direkt weiter verschiffen, haben wir schon ein bisschen beantwortet, denn für uns geht es ja jetzt erstmal nach Deutschland. Das heißt, sowas in der Art haben wir gerade noch nicht geplant. Auch wenn Neuseeland vielleicht eins unserer absoluten Lieblingsorte bisher auf Reisen war, würden wir das sehr, sehr gerne im eigenen Van mal rumreisen. Aber das ist aktuell nicht geplant. Daran knüpft auch eigentlich die nächste Frage. Ist vielleicht Neuseeland ist auch nicht so einfach mit Hund, weil eine Insel und Ja. Restriktionen. Und Ja, und auch teuer und Teuer. auch dahin verschiffen. Also das war bisher einfach nicht in unserem Kopf, sage ich mal, aber das war irgendwann Kanada auch nicht. Was ich sagen wollte, die Frage, die da anknüpft, können wir auch gleich beantworten. Und zwar, ob wir noch was vorhaben oder ob wir schon wissen, was wir vorhaben, wenn wir zurückkommen. Und das können wir zumindest mit Ja beantworten. Wir haben da schon 1, 2 Ideen. Das können wir allerdings noch nicht genau sagen, was es ist. Denn wir haben verschiedene Ideen, was wir machen können, wenn wir zu Hause sind. Da müssen wir erstmal ein bisschen abwarten, was überhaupt realistisch ist. Und sobald wir da aber eine Entscheidung getroffen haben, werden wir euch aber auch direkt mitnehmen, dass ihr so auch ein bisschen die Entscheidungsfindung und wie es losgeht und nicht erst, wenn es quasi schon final ist, dann werden wir euch da ein bisschen mitnehmen. Aber es gibt noch ein paar Dinge, die wir erstmal klären müssen und auch erstmal nach Hause kommen, bevor wir direkt das nächste Projekt anfangen. Aber es gibt Ideen. Also nein, zur nächsten Frage. Was ist die Ob wir nächste uns Frage? wieder ein normales oder in Anführungsstrichen normales Leben vorstellen können. 9-to-5, Job ohne Van. Irgendwie nicht so richtig. Aber Ohne Geld Van? muss ja auch irgendwo herkommen. Ohne Van könntest du dir vorstellen? Naja, also ich finde, das sind so 2 Paar Schuhe. So dieses eine, also eine Frage war auch, ob wir zurück in unsere alten Jobs gehen können oder würden. Wahrscheinlich nicht. Also wir können es uns schon vorstellen. Es ist jetzt nicht so, dass wir damals weggegangen sind, weil wir das alles so schlimm fanden, sondern es war eigentlich eine andere Idee, wir wollen was Neues erleben. Aber wir würden schon gerne alles so gestalten, wie wir uns das vorstellen. Und ob da jetzt ein Van eine Rolle spielt oder nicht, da könnte ich mir schon vorstellen, dass es mal was anderes wird. Aber dieses Selbstbestimmte und eigene Ideen umsetzen, glaube ich, wäre schon immer so unser Traum und dass wir das gerne weitermachen würden und nicht in die alten Jobs zurück, wobei die auch eigentlich cool waren. Also so ist es nicht. Aber wir haben jetzt nicht irgendwie Aussichten oder so gekündigt, dass wir irgendwie jetzt, wenn wir nach Hause kommen, Nee. direkt wieder zurück können. Also es war schon alle Leinen losgelassen Ja. und gucken jetzt einfach mal, was auf uns zukommt. Gefühlstechnisch auch, wie wir uns fühlen, wenn wir nach Hause kommen. Ja.
Ja, wir machen es auf meinem gemütlichen Stuhl bequemer. Müssen wir da eigentlich noch was zu sagen? Lagerfeuer hat irgendwie immer was Beruhigendes. Und wie? Das ist noch sehr warm. Sehr beruhigend. Ich würde sagen, wir beantworten die nächsten 2 Fragen. Dann mal los. Und zwar hatten wir noch 2 Fragen zu unserer Terra X-Doku. Ah, sehr gut. Und eine, Aber da muss man für die Leute, die es gar nicht wissen, was ist denn das für eine Terra X-Doku? Das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen. Wir haben mit dem ZDF in der Dokumentationsreihe Abenteuerfreiheit die Dokumentation Vanlife in Südamerika gedreht. ja, Und wir waren dort die Hauptprotagonisten. in einer Folge von 3. Genau. Aufbruch ins Ungewisse. Mutige Menschen, die ihren Traum erleben. Reisen voller Überraschungen und ganz besonderen Momenten. Das ist höher als der Mont Blanc, als jeder Berg in Europa. Wahnsinn. Abenteuerfreiheit Teil 3. Terra X im ZDF. Und es ging um unsere Reise durch Peru und Bolivien. Ja. Wir wurden da für mehrere Wochen von einem Kamerateam vom ZDF begleitet. Und das Ganze wurde eben in einer Folge festgehalten. Und die könnt ihr nicht mehr live im Fernsehen sehen. Das ist schon vorbei. Sie ist noch in der Mediathek verfügbar. Genau. Und wir packen den Link auf jeden Fall unten auch nochmal in die Beschreibungsbox. Ja, wir fühlen uns sehr wohl mit der Doku, mit dem Ergebnis. Sehr wohl. Die ist richtig cool Ja, geworden. Die ist wirklich wirklich der absolute Hammer. Ja, aber wichtig ist ja auch, dass wir uns wohlfühlen mit Ja. dem, was Ja, das stimmt. gezeigt wird und so. Und hauptsächlich wurden wir eben in Peru und Bolivien begleitet, aber sie haben auch so ein bisschen unsere Reise zusammengefasst, was Ja. wir alles so erlebt haben. Und ja, wir finden, sie ist richtig cool geworden und können es nur empfehlen, da mal einzuschalten. Wer das noch nicht gesehen hat, unbedingt mal rein. Und dann würde ich sagen, Gab es eine Stark. Frage dazu? 2 Fragen gab es dazu und ich nehme direkt die Frage, wo wir jetzt schon darüber sprechen, dass man einschalten soll und das gucken soll. Wie viele Abonnenten habt ihr durch die Doku in Anführungszeichen ergattert? Ja, also erstmal ging es nicht darum. Also war jetzt überhaupt kein Grund, dass wir gesagt haben, hey, mit dieser Fernsehdokumentation werden wir jetzt abonnententechnisch total durchstarten. Das ist nämlich meistens auch gar nicht der Fall, weil diese Medien so unterschiedlich sind, dass der Weg von jemandem, der im Das im Fernsehen das Fernsehen sieht, ja. dann auf Instagram oder auf YouTube noch kommt und Uns so einschaltet. Und dazu aktiv muss man ja auch so. sagen, dass er genau das ja öffentlich-rechtlich auch keine Werbung machen darf und deswegen jetzt auch nicht unser Kanalname oder sowas genannt wurde. Also es wurde überhaupt keine Werbung für uns gemacht. Diejenigen, die dann danach irgendwie nach unserem Namen gesucht haben, sind fündig geworden vielleicht auch nicht. Das wissen wir nicht genau. Um mal konkrete Zahlen zu nennen. Also Instagram konnten wir unsere Zahlen verdoppeln. Damit haben wir tatsächlich gar nicht gerechnet. Da sind wir von 3.500 auf 7.000 Follower gekommen. Bei YouTube war das nicht ganz der Fall. Das ist ein bisschen weniger. 1000 sind da, glaube ich, dazu gekommen. Also Ja, wir hatten so um die 10.300 Abonnenten und Genau. waren am Ende dann bei 11.500 Ja, oder so. also so um die 1.000. Ja. Genau. Also jetzt nicht irgendwie exorbitante. Ja. Es war mehr als normal natürlich. So viele Follower haben wir jetzt nicht irgendwie innerhalb einer Woche. Ja. Aber ja, es ist jetzt nicht so, dass man dadurch komplett ein großer Kanal auf einmal wird. Dafür müsst ihr jetzt sorgen. Ihr müsst fleißig diesen Kanal abonnieren, empfehlen, liken, kommentieren. genau. Und dann freuen wir uns extrem darüber, denn ja, das ist so ein bisschen so eine Wertschätzung für die Arbeit, die wir hier machen, die wir jede Woche reinstecken, was auch nicht wenig ist. Es ist schon fast ein 9-to-5-Job, nur eben an schönen Orten. Mehr fast noch und mit weniger Ja, Bezahlung. eigentlich mehr, eigentlich noch wirklich mehr. Mit schlechter Bezahlung, nur an schönen Orten. So. Ja, genau. Ja. Ja, aber ja genau, wie Basti schon gesagt hat, es war gar nicht die Intention dazu. Es war einfach eine richtig coole Gelegenheit, weil du ja auch vor allem schon immer mal Interesse hattest, hinter die Kulissen zu gucken, wie sowas gemacht wird und auch irgendwie großes Interesse am Fernsehen hast. Und Ja. ja, es war einfach echt Ja, so eine eine richtig coole Erfahrung. professionelle Arbeit mal zu erleben, Ja. wovon wir vielleicht auch noch was lernen konnten. Es hat einfach unfassbar Spaß gemacht mit dem Team, die waren echt super. Ja. Und natürlich das Endergebnis war sensationell. Und jetzt so eine Doku von uns zu haben, von unserer Reise, ist nochmal was anderes als jetzt
wir machen das zwar schon, aber immer aus unserer Perspektive. Ja. Und das jetzt mal so aus einer anderen Sicht zu erleben und in so Hochglanz zu haben, das ist schon, sind wir mächtig stolz drauf auf jeden Fall. Und da können wir jetzt direkt anknüpfen und zwar, wie lief das ab und kamen die auf uns zu und wird es noch eine weitere Folge geben? Irgendwie drei Fragen in einer. Dann fangen wir an. Ja, das Team kam auf uns zu, beziehungsweise jemand, der eben diese Recherche gemacht hat für Paare, die man begleiten kann, die halt auf dem Kontinent Südamerika unterwegs sind. Und wir wurden dann im März 2023 war es, glaube ich, also über ein Jahr vorher, vor dem Dreh angeschrieben und wurden gefragt, ob wir tendenziell darauf Lust hätten und wenn ja, wir uns doch melden sollen. Und ja, haben die Nachricht gesehen und dachten so, what? Wahnsinn. Verrückt, dass wir für sowas in Frage kommen und konnten es erstmal gar nicht glauben. Und zumal wir das Format auch schon kannten. Ja. Also wir haben das ja schon geguckt, weil wir es einfach auch cool fanden. Mega cool finden. Also das ist eine super, super Dokumentationsreihe. Ja. Kannten alle Folgen. Nicht alle, aber einige. Und haben uns mega geehrt gefühlt, dass wir überhaupt in diesen Kreis genau angeschrieben wurden. Wir wussten natürlich, dass da noch mehrere zeitgleich in diesem Auswahlverfahren waren. Ja, genau. Und dann mussten wir uns eben melden, haben eine E-Mail hingeschrieben mit einem kleinen Lebenslauf so quasi zu uns. Und ja, was so unsere Pläne sind für die Route, für so einen kleinen groben Routenplan, was wir bis dato noch gar nicht hatten. Also mussten wir uns auch erstmal hinsetzen. Wir hatten schon Ziele, die wir sehen wollten. Also wir wussten schon, was aber wir nicht, wann wir wo sind. Genau. Ja, also mussten wir uns erstmal selbst Gedanken drüber machen, wann wir wo ungefähr sein werden und ob das passt, ob das übereinstimmt mit dem Team. Und ja, haben dann die E-Mail abgesendet, haben dann auch Feedback bekommen und wurden zu einem Videocall eingeladen. Immer noch mit der Person, die die Recherche gemacht hat. Und ja, haben uns mega nett mit ihr unterhalten. Ja. Und sie hat uns dann quasi empfohlen. Und dann haben wir mit Andreas, dem Regieleiter, der eigentlich gefühlt alles macht, genau, ein Videocall-Date gehabt. Und der fand uns, glaube ich, auch ganz sympathisch. Und dann hat er uns weiterempfohlen. Und so ging das immer weiter und weiter. Also es waren dann noch ein paar andere Paare mit uns quasi im Rennen. Und wir hatten auch gar nicht damit gerechnet, irgendwie, dass wir jetzt wirklich in Frage kommen. Ja, und dann kam irgendwann der Anruf und wir meinten, wenn wir Lust haben, wenn wir immer noch Lust haben, können wir in die Detailplanung gehen. Und ja, das haben wir dann gemacht. Ja. Und haben dann irgendwie so grob Daten bestimmt, die dann immer wieder ein bisschen abgeglichen wurden, ob es immer noch so passt, weil wir dann auch noch ein paar Vorfälle mit dem Van hatten. Und ja. Und an dieser Stelle nochmal ein riesen Dankeschön ans ganze Team. Ja. Das hat mega Spaß gemacht und auch wir wären bei einer zweiten Folge nicht abgeneigt. Ich muss gerade gucken, haben wir alle Fragen beantwortet, wie es zustande kam? Ja, so Part 2. Keine Ahnung. Genau, also ich glaube, das Format macht es ja so spannend, weil sie einfach so viele unterschiedliche Menschen dokumentieren, unterschiedliche Geschichten auch. Ja. Klar wären wir bei einem Part 2 dabei, aber wir fanden diese einmalige Gelegenheit einfach schon so mega krass cool und würden uns auch für diejenigen freuen, die als nächstes vor die Kamera dürfen. Würden aber auch nicht Nein sagen. Wobei sie dann sich ja beeilen müssen, bekanntlicherweise. Das stimmt. Bekanntlicherweise. Ist das überhaupt was man sagt? Jetzt schon. Ja, das waren alle Fragen. War ja auch ein ganzer Tag. Wir hoffen, es wurde so einiges beantwortet für euch, falls ihr noch Fragen offen habt. Genau, oder jetzt welche neue aufgekommen sind, weil wir irgendwie neue Ideen, neue Antworten gegeben haben. Schickt uns die Fragen sehr, sehr gerne zu. Wir sind auch vor allen Dingen immer in unserem Podcast sehr, sehr gewillt, all möglichen Fragen zu beantworten. Also schaltet auch.
Ich habe gerade schon überlegt, ob man nochmal auf die Fragen, die wir jetzt beantwortet haben, nochmal intensiver eingehen kann im Podcast. Aber ich glaube, wir haben sie schon ziemlich gut beantwortet. Ja. Ich glaube auch. Neue Fragen nehmen wir mit auf. Ja. Entweder wir beantworten sie hier auf YouTube oder im Podcast. Ja. Oder genau in den Kommentaren. Ja, ansonsten haben wir schon gesagt, wenn ihr uns unterstützen wollt, geht das auf verschiedene Art und Weisen. Schaut mal bei Patreon rein, ob das was für euch wäre. Ansonsten einfach kommentieren, liken, unbedingt den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr auch nicht, wenn wir weiterreisen oder wenn es neue Projekte gibt oder wer weiß, was alles hier nachkommt. Oder einfach auch nur zur Unterstützung. Genau. Aber ihr habt ja auch was davon, weil 5 Monate sind wir mindestens noch hier unterwegs und dann wird auch irgendwas danach kommen. Und ein Highlight kommt ja erst noch, Patagonien. Ja, das große Ziel, Ja. auf das wir uns schon sehr, sehr lange freuen. Vielen lieben Dank an alle euch da draußen. Wir haben manchmal immer das Gefühl, wenn wir uns bedanken, dass wir der Unterstützung, die ihr uns entgegenbringt und der Liebe in den Kommentaren, dass wir dem irgendwie nicht gerecht werden mit unseren Dankeschöns und dass wir manchmal vielleicht vergessen, irgendjemandem zu danken. Und deswegen nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank. Egal auf welchem Weg ihr mitreist, dabei seid. Ja, an alle da draußen, die uns egal in welcher Art und Weise unterstützen. Und uns macht es mega Spaß, Ja. diese Art und Weise, unsere Reise zu dokumentieren, mit euch zusammenzureisen und so werden wir es jetzt auch noch eine Weile weitermachen. genau. So, also Support-Herz in die Kommentare, Video liken, Kanal abonnieren, nächste Woche einschalten. Danke. Ende. Klapp. Heute gibt's mal was Neues. Cool. Was anderes wollte ich sagen, was Neues. Jetzt habe ich hier das Feuer fast ausgemacht. Immer gut gemacht. Noch ein Klapp.